Guten Morgen. Die Sonne lacht und heute sind 17 Grad angesagt, fast ungewöhnlich für Schottland. Heute geht es von Ballater, wo ich in einer Kirche übernachtet habe, einer ehemaligen Kirche, keine aktuellen Kirche mehr natürlich, geht es bis nach Inverness. Unter anderem werde ich an der Südseite des Loch Ness vorbeifahren, aber das seht ihr ja gleich selbst. Das war der kurze Ausblick auf diesen Tag. An diesem zweiten von 4 Teilen zu meiner Schottland-Tour geht es insgesamt bis nach Betty Hill, hoch im Norden von Schottland. Ich starte in Ballater und fahre durch das Mekka vieler Whisky-Freunde, die Speyside, also die Gegend rund um den Fluss Spey. Dann fahre ich ein gutes Stück an der südlichen Seite des sagenumwobenen Loch Ness entlang und beziehe mein Quartier in Inverness. Am nächsten Tag geht es dann für mich tief in die schottischen Highlands. Auf dem Weg dahin sehe ich mir noch Dunrobin Castle an. So hoch oben gibt es viele Landschaft, aber wenig markante Stopps. Ich plane aber am Loch Neva eine Teepause einzulegen. Danach folgen wieder viele Kilometer asphaltierte Meditation, bis ich an einem meiner Sehnsuchtsorte in Schottland ankomme, Betty Hill. Und nun, komm gerne mit! Der kleine Ort Ballater glänzt mit viktorianischer Architektur und allem, was man an Infrastruktur braucht. Der Ort wäre sicher auch ein schöner Ausgangspunkt für mehrere Touren in die Umgebung. Im ehemaligen Bahnhof kam ihrerzeit Queen Victoria an, wenn sie zu ihrem nur 14 Kilometer entfernten Schloss wollte. Die britische Königsfamilie ist hier oft und gern gesehen. 2005, kurz nach ihrer Hochzeit, eröffneten König Charles und seine Frau Camilla hier den örtlichen Spielplatz. Das können sicher nicht viele 1500 Einwohnerorte von sich behaupten. Schottland war wohl schon immer eine raue Landschaft. Die Römer sicherten sich mit dem Hadrianswall gegen die Stämme im Norden ab. Etwa ab dem 7. Jahrhundert formte sich so etwas wie eine schottische Nation aus den vielen Stämmen in dieser Region. Immerzu gab es Auseinandersetzungen mit den Engländern im Süden. Aber auch in Schottland selbst gab es immer wieder Konflikte, beispielsweise durch Unstimmigkeiten der Adligen oder durch Missstimmungen zwischen den Bewohnern der Highlands und dem schottischen Hochadel weiter südlich. So starb in der schottischen Königslinie der Stuarts nahezu 2 Jahrhunderte kein Thronfolger eines natürlichen Todes. Maria Stuart dürfte die bekannteste schottische Adlige sein. Sie wurde bereits kurz nach ihrer Geburt die Königin Schottlands. Um sie zu schützen, brachte man sie nach Frankreich, dem Erzrivalen der Engländer. Hier wurde sie durch Heirat kurzfristig auch die Königin Frankreichs, musste aber nach dem frühen Tod ihres Mannes wieder nach Schottland zurückkehren. Die Franzosen hatten Maria Erbansprüche an den englischen Thron attestiert. Englands Königin Elisabeth I. gefiel das natürlich nicht, und obwohl sich die beiden Frauen nie persönlich trafen, verband sie wohl nur die Feindschaft zueinander. 19 Jahre ihres Lebens verbrachte Maria schließlich in Gefangenschaft von Elisabeth und wurde letztlich hingerichtet. Bis heute wird Maria Stuart in Schottland von vielen Menschen geehrt. Im Jahr 1707, rund 150 Jahre nach Maria Stuarts Hinrichtung, ging die schottische Krone endgültig im englischen Königshaus auf. Nun aber genug zur schottischen Geschichte, auch wenn man sich hier noch stundenlang vertiefen könnte.
Ich stehe jetzt in der Glenfiddich Distillery. Ich war vor 5 Jahren schon mal hier. Da hatten die noch einen netten Coffeeshop, wo man Kaffee trinken und Kuchen essen konnte. Den gibt es leider nicht mehr, aber von einem netten Shop-Mitarbeiter haben wir den Tipp bekommen, nach Dufftown zu fahren. Und das haben wir auch gemacht. Im kleinen familiären Café Glassworks in Dufftown gab es dann eine Stärkung. Wirklich eine großartige Empfehlung, die man in der Regel nur von Einheimischen bekommt. Oder man hat viel Glück und ein gutes Auge für gute Rastmöglichkeiten. Bald darauf schlängle ich mich an kleinen Straßen entlang des Flusses Spey, der dieser Region ihren Namen gibt. Whisky-Freunde werden Dutzende Hinweisschilder entlang der Route entdecken, die einem zeigen, wie weit die großen Speyside-Whisky-Destillen jeweils entfernt sind. Hier könnte man auch gut mit dem Fahrrad von Destille zu Destille fahren. Ich bin auch ein großer Whisky-Freund, aber manche Sachen lassen sich eben nur bedingt mit dem Motorradfahren verbinden. Auf der Nordseite des Loch Ness ist sicher die häufiger befahrene und besser ausgebaute Straße am Loch Ness entlang. Zudem hat man dort die Möglichkeit, sich die Ruinen des Orchard Castle anzuschauen. Die kleinen Straßen, die an der Südseite des Loch Ness und dessen Ufern entlang führen, fallen eher in die Kategorie an Straßen, die ich in Schottland sehen möchte. Der See ist an der tiefsten Stelle 230 Meter tief und in ihm ist mehr Wasser als in allen Seen von England und Wales zusammen. Längs des Loch Ness über verschiedene Kanäle und 2 weitere Seen ist es übrigens möglich, mit dem Schiff einmal diagonal durch Schottland durchzufahren. Dieser sogenannte Great Glen verbindet den Atlantik mit der Nordsee. Die als Caledonian Canal bekannte Wasserstraße ist dabei nur 97 Kilometer lang. Jeder gute Tourist bin natürlich auch ich nochmal an den Loch Ness gefahren, um zu schauen, ob Nessie wirklich da ist oder eine Legende. Ob ich Nessie wirklich gesehen habe? Das bleibt mein Geheimnis. Schweigend verarbeite ich das Gesehene auf den letzten Kilometern nach Inverness, meinem Ziel für diesen Tag. Die neugotische St. Andrews Cathedral aus dem Jahr 1869 ist eines der Bauwerke, die man in Inverness besichtigen könnte.
Inverness ist die Hauptstadt des Verwaltungsbezirks Highland und liegt an der Mündung des Flusses Ness. Und genau das bedeutet auch der Name der Stadt, Mündung des Ness. Der nächste Tag ist eher bewölkt, aber großteils trocken. Dunburn Castle, das größte Wohngebäude in den Highlands, geht zurück auf das 13. Jahrhundert, gehört dem Clan Sutherland und ist bekannt für seine besonders schönen Außenanlagen. Das heutige Äußere des Schlosses ist im französischen Stil gehalten, stammt aus der Mitte des 19. Jahrhunderts. Ebenso entstanden die Gartenanlagen zu dieser Zeit. Sie sind denen von Schloss Versailles nachempfunden. Schloss und Garten wurden vom Architekten Sir Charles Barry gestaltet. Aus seiner Feder stammt auch der Palace of Westminster mit seinem markanten Glockenturm, also das Parlamentsgebäude in London. Dann bin ich endlich da, auf den einsamen Single-Track-Roads der nördlichen Highlands. Der Blick kann in die Ferne schweifen und wird nicht schon nach wenigen Metern schon wieder eingefangen.
Auch in Schottland ist Nachhaltigkeit ein wichtiges Thema. Die waldfreien Landstriche ermöglichen wahrscheinlich eine hohe Windausbeute. B873 am Loch Neighbor vorbei. Das ist eine echte Traumstraße. Die Single-Track-Roads hier oben haben so ihre Tücken, zum Beispiel zahllose Schafe und Lämmchen, die oft gefährlich nah an oder auf der Straße stehen. Das kann in einem allerdings auch mit schottischen Hochlandrindern oder Rothirschen hier passieren. Man sollte in jedem Fall aufmerksam sein, wenn man ein Cattle Grid, also ein Weidegitter, überfährt. Dann muss man jederzeit mit Nutztieren auf der Straße rechnen. In Schottland wie auch im restlichen Großbritannien gibt es meist 3 Straßenkategorien. M sind Motorways, vergleichbar mit den Autobahnen in Deutschland. Straßen, die mit A gekennzeichnet werden, sind überregionale und gut ausgebaute Hauptverkehrsachsen. Straßen der Kategorie B sind eher kleinere regionale Verbindungsstraßen. Bei der Planung habe ich versucht, möglichst oft Straßen der Kategorie B zu wählen. Diese sind eben oft klein, recht einsam und meandern wundervoll durch die Landschaft. Schlaglöcher, Schmutz auf der Fahrbahn und nicht immer geschlossene Asphaltdecke muss man dabei allerdings in Kauf nehmen. Ich mag solche Gegenden sehr und mein Motorrad und ich kommen damit gut zurecht. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass es mit anderen Motorradtypen anstrengender ist auf solchen Straßen.
Die bekannte North Coast 500 oder kurz NC 500 schlängelt sich auf 830 Kilometern durch die Highlands. Sie ist eine der bekanntesten Küstenstraßen weltweit, meist recht gut ausgebaut, und wer nicht gerne Strecken plant, macht hier wenig falsch. Auch meine Tour verläuft in Teilen auf der NC 500. Hallo zusammen, ich bin in meiner nördlichsten Unterkunft in Betty Hill angekommen. Die Aussicht zeige ich euch gleich, aber vielleicht habt ihr euch, wenn ihr mit dem Thema Schottland, Motorradreisen in Schottland beschäftigt habt, schon mal davon gehört, dass hier Motorräder ganz gerne mal geklaut werden. Ich zeige euch einfach mal, wie ich mein Motorrad hier sichere. Das muss nicht die beste Lösung sein, aber es ist eben meine Lösung. Also am Hinterrad habe ich ein ganz normales Fahrradschloss, was ich durch das Kettenritzel durchführe und eben durch das Hinterrad. Dann mache ich natürlich die Lenkersperre rein, also dass es nicht so einfach ist, das Motorrad zu verschieben. Und am Ende mache ich noch ein Bremsscheibenschloss rein. Das ist akustisch alarmgesichert. Ich zeige euch das mal. Einmal habe ich hier das Sicherungskabel, das ich oben am Lenker festmache, damit ich das nicht aus Versehen vergesse. Und dann kommt unten das Teil eben an die Bremsscheibe. Das macht schon beim Anlegen Geräusche. Und wenn ich es dann abgeschlossen habe, macht es gleich kurz ein Geräusch zur Bestätigung, dass die Alarmanlage quasi scharf ist. So, wenn jetzt jemand dran ruckeln würde oder das Schloss lösen würde, dann würde es ein akustisches Signal geben, was sehr nervig ist. Ich mache das jetzt hier auf dem Parkplatz nicht. Gleich mache ich das mal separat und spiele es euch dann gleich mal ein. Leider ist der restliche Tag einigermaßen verregnet und ich kann euch nur mit der grandiosen Aussicht vom Zimmer auf den riesigen Torresdale Beach dienen. Aber im nächsten Teil zeige ich euch, wieso Betty Hill einer meiner absoluten Lieblingsorte hier oben ist. Versprochen. Bis dann.